Hallo liebe Buschkraftfreunde, heute möchte ich euch zeigen, wie ich im Wald ein einfaches Didgeridoo herstelle. Um dieses Didgeridoo zu schnitzen, brauche ich eine Axt, mein Victorinox Taschenmesser und etwas Schnur. Ich brauche also keinen Leim, ich brauche kein Schnitzeisen, ich brauche keine Bandsäge, ich brauche keinen Schraubstock, ich brauche kein Schleifpapier. Ich brauche nur Axt, Taschenmesser und Schnur. Anfangs Dezember lag bei uns knapp 40 cm Schnee. Das war der Grund, dass viele Bäume von der Schneelast geknickt sind. Ich habe davon profitiert und habe einen wunderschönen Eschenrohling aus einem Stämmchen herausgehackt. Und aus diesem Eschenrohling möchte ich jetzt gerne das Didgeridoo fertigen. Ich werde so vorgehen, dass ich das Didgeridoo der Länge nach in 4 Teile spalte. Und diese 4 Segmente, bei diesen 4 Segmenten nehme ich jeweils das innere Dreieck mit der Axt aus. Dann binde ich diese 4 Segmente wieder zusammen und so entsteht ein Loch mit einem Querschnitt eines Vierecks. Am Schluss werde ich das Mundstück und das Bellend mit dem Taschenmesser noch etwas nacharbeiten. Weil ich ja keine Bandsäge benutze und den Rohling spalte, ist es wichtig, dass ich Holz verwende, das sich gut spalten lässt. Meiner Meinung nach gibt es Holz, das sehr faserig spaltet, zum Beispiel Buche oder Eiche. Und das ist natürlich schwierig, um die Segmente wieder dicht zusammenzufügen. Ahorn oder Esche hat meiner Meinung nach eine ziemlich schöne, glatte Spaltfläche. So ist es einfacher, diese 4 Segmente wieder dicht zusammenzubinden. Hier oben am dünneren Teil kommt das Mundstück hin, am dickeren Teil werde ich das Bellend hinschnitzen. Weil ich beim Mundstück nicht so einen großen Durchmesser brauchen kann und weil es hier sowieso schon etwas eingerissen ist, werde ich zuerst diesen Außendurchmesser beim Mundstück etwas verkleinern. So, nun habe ich den Außendurchmesser beim Mundstück etwas verkleinert. Jetzt werde ich damit beginnen, den Rohling zu spalten. Das beim Spalten mit dem Weil der Spalt immer schön in der Mitte bleibt, im Verlauf des Marks, braucht es auch etwas Glück. Ich hoffe, dieses Glück darf ich jetzt beanspruchen. So, mit diesem Resultat bin ich sehr zufrieden. Bis zum Schluss hat der Spalt die Mitte etwa gehalten. So sieht der Oberteil aus. Jetzt werde ich diese Hälften vorsichtig vierteln.
Nun habe ich die Teile wieder zusammengefügt und damit das Loch des Mundstücks nicht allzu groß wird, werde ich jetzt vorsichtig einzeichnen, so gut es halt geht. So, ich mache das Loch mal etwa 3 cm, größer kann ich es immer noch schnitzen, kleiner wird schwierig, aber ja, etwa 3 bis 4 cm. Wenn das Loch größer wird, wird es schwierig, das Loch des Mundstückes beim Spielen mit dem Mund abzudichten und dann verliert man viel Luft. Jetzt werde ich die einzelnen Segmente an der spitzigen Dreiecksseite ausnehmen, vom Mundstück bis zum Bellend, und werde dann diese einzelnen Segmente zusammenschnüren. Jetzt habe ich das erste Segment ausgedünnt, das sieht nun so aus. Nun werde ich die weiteren Segmente ausdünnen und melde mich dann wieder. Wenn ich diese 4 Segmente jetzt wieder zusammenhalte, sieht das so aus. In der Mitte entsteht ein Loch im Querschnitt eines Quadrates. Auf der Rückseite sieht es so aus. Ich werde jetzt am Anfang, in der Mitte und am Ende 3 provisorische Bindungen anbringen, und danach, wenn das Ganze etwas zusammenhält, werde ich die straffen Wicklungen machen, die mir diese 4 Segmente zusammenzurren. Um die Segmente provisorisch zusammenzubinden, verwende ich den Mastwurf.
Ich habe nun die provisorischen Bindungen angebracht. Ich habe schon 4 Stück gemacht statt 3, damit es schon etwas besser zusammenhält. Und jetzt werde ich mit den Strafenwicklungen beginnen. Und statt lang zu erklären, schaut ihr am besten einfach zu, wie ich das mache. Zuerst knüpfe ich eine einfache Lasche, hänge sie im Baum ein, dann gebe ich etwa 3 Meter Schnur. Mache am Ende einen Mastwurf. Ziehe den Knoten an. Jetzt beginne ich mit der straffen Wicklung. So, jetzt habe ich die zweite Bindung. Nun werde ich alle Wicklungen anbringen und melde mich dann wieder. Ich habe jetzt das Didgeridoo zusammengebunden. Jetzt werde ich das Mundstück und das Bellend noch schön ausschnitzen und dann werde ich das Didgeridoo eventuell noch kurz wässern. Ich habe da eine Kuhtränke gefunden am Waldesrand und dann schaue ich, ob ich darauf etwas spielen kann. Damit Risse und Luftspalten im Didgeridoo abgedichtet werden, wässere ich das Didgeridoo in dieser alten Kuhtränke, die ich gefunden habe. Ich wässere das Didgeridoo etwa 20 Minuten und danach versuche ich dem Didgeridoo ein paar Töne zu entlocken. Durch das Wässern sollte das Holz etwas aufquellen und so die letzten Risse abdichten.
So, das Didgeridoo ist nun fertig. Das sieht so aus. Ich habe mit dem Feuerzeug noch etwas Harz in die Ecken tropfen lassen. So sieht das Mundstück aus. Auch hier habe ich mit dem Feuerzeug noch etwas Harz in die Ecken tropfen lassen. Ich hatte das Gefühl, dass die Ecken nicht ganz dicht sind, aber jetzt funktioniert es eigentlich sehr gut. Es tönt auch sehr dicht. Dieser Ton tönt so, wenn das Didgeridoo dicht ist. Und, leider kann ich nicht sehr gut Didgeridoo spielen. Ich kann ein paar Töne spielen, aber ich werde es mal versuchen. Also, weil ich wirklich nicht gut Didgeridoo spielen kann, bin ich froh, dass heute mein Freund Remo hier ist. Und das will ich gleich nutzen, um euch Remo vorzustellen. Das wollte ich sowieso schon lange. Ich betreibe mit Remo seit etwa 5 Jahren den Erlebnisgarten Buchhorn. Im Erlebnisgarten Buchhorn bieten wir Bushcraft-Workshops für alt und jung. Und wir haben zusammen auch ein großes Projekt. Was das ist, werde ich noch nicht verraten, aber zu gegebener Zeit. Aber es wird gut. Es wird gut, hoffentlich. Remo hat auch einen YouTube-Kanal. Dieser Kanal heißt Erlebnisgarten Buchhorn. Erlebnisgarten Buchhorn. Ich kann euch nur empfehlen, dort mal reinzuschauen. Remo ist ein weiser Mann. Er ist vor der Kamera nicht ganz so geschmeidig wie George Clooney. Aber ich darf nicht sagen. Der hat einiges auf dem Kasten und ich habe schon sehr, sehr viel profitiert von Remo. Ich kann euch also nur empfehlen, schaut mal seinen Kanal an. Und damit ihr wisst, wie toll dieses Bushcraft Didgeridoo tönen könnte, wird jetzt Remo euch ein Stückchen spielen. So. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz, wie gut mein Didgeridoo tönt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!